Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, ich habe mich jetzt schon zum Stern durchgekämpft. Wir haben jetzt hier die Aufgabe, die Exorzisten zurückzuschlagen, die in die Mine stürmen. Mal schauen, ob uns das gelingt, während Rokoro sein neues Schwert bekommt. So. Wo sind sie denn? Aha. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Es ist tatsächlich das Problem für Eleanor, dass Artorius gesagt hat, dass das geheim bleiben muss. Weil die Abtei wieder irgendwelche komischen, illegalen, krummen Dinger machen möchte oder drehen möchte oder nicht will. Dass sie wissen, dass sie da irgendwie irgendwen gefangen halten. Genauso wie ja auch die Kirche quasi den Verkauf und die Herstellung von Drogen zum Vorteil genutzt hat. Ja, und mal wieder wollen sie was machen, was eigentlich nicht so toll ist. Und dafür muss jetzt Eleanor herhalten. Ich mag sie zwar nicht, aber das ist trotzdem für sie keine tolle Situation. Das muss man schon auch sagen, ganz klar. So. Übrigens, oh, mir fällt gerade ein, ich muss ja die Expedition noch machen. Danke übrigens ganz herzlich noch für die Meinungen, die dann noch gekommen sind. Da hatte ich aber die Aufnahme für gestern schon fertig. Bezüglich der Kämpfe. Also, da waren auch wirklich die meisten dafür, dass wir nicht zu lang brauchen. Oh, Moment. Psst. You've betrayed the people and sullied Artorius' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness? I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the Exorcists, but make sure they don't die. Understood. Okay, die Wendung muss ich jetzt erstmal nachvollziehen. Was ich sagen wollte, die meisten waren dann dafür, dass ich das runterstelle von der Schwierigkeit, wenn ich so nach 2-3 Mal einfach den Kampf nicht schaffe, wenn es sich abzeichnet, dass ich da keine Chance gegen den Gegner habe. So. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Ups. Da kamen direkt die nächsten Gegner. So, also so hätte ich es dann nämlich auch gemacht, weil ich finde immer, oder was heißt immer, aber ich finde es ist interessanter, die Story zu erfahren, als sich jetzt einem Gegner einfach so ultra schwer zu tun, dass man dafür den Fortlauf der Geschichte, dass man das in Kauf nimmt, dass er stoppt. Ich persönlich bin dann mehr an der Geschichte interessiert, aber
Ich hoffe, dass ich das gar nicht machen muss, dass ich das alles hinbekomme, ohne das Ganze leichter zu stellen. Ja. So. Die Expedition natürlich noch. Falsch, schon wieder falsch. Und dann haben wir hier noch ein Gespräch. Oh, alle verloren? Das gibt's doch nicht. Komm, wir versuchen nochmal das hier. So, und das Gespräch. Hey, Bienfil? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier, if that's okay. You mean how to talk a human female into becoming your vessel, and how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Malachiman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after-bath party games? Dropping your defenses and your towels. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, Diary of a Diary Thief, Hands Speak Louder Than Words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood. Knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laphicet's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on! Let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Vielleicht ist das auch das einzige Buch, was er nicht gelesen hat. So, wir können hier noch mit den Exorzisten sprechen. Ich brauche euer Mitleid nicht, Verräter. Und du? Oh, okay, der sagt auch nicht mehr wirklich viel. Wo müssen wir jetzt hin? Das Treffen mit Legat Shigure. Stell die Shigure am Hafen hinter der Mine. Ja, anscheinend müssen wir jetzt hier durch. So wie es aussieht zumindest. Da ist nämlich der Tunnel zur Hafenseite. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Oder liest sich zumindest vielversprechend. Schauen wir mal, ob wir da richtig sind. Hau ab, du komisches Ding. So. Tunneltiefen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Haha. Tunneltiefen, Tunnelhafenseite. Wir sind doch jetzt zur Hafenseite. Vielleicht da links raus? Sind wir da richtig? Das sind ja die Stellen, die das letzte Mal verschlossen gewesen sind. Gucken wir einfach mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Was ist das da oben? Da sind Fragezeichen. Kommen wir da irgendwie rüber?
Das sieht nicht so aus. Das ist gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden. So, bleib sitzen, du komischer Steinklumpen. Ja, wo kommen wir jetzt hier hin? Langsam wird das wirklich verwirrend. So. Ist das jetzt... Ach, da ist doch dieser Dämon hinter. Oder sind wir jetzt hier gerade woanders? Hey, Rogoro. Why did he call your Stormhowl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real Stormhowl, and his siblings get the remainders. So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and... yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry, I didn't mean to imply... Don't apologize. You got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Laphicet is real, and which is the imitation? Oh, what are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brothers. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorias. Surely you are mistaken. Our shepherd would never do such a thing. But what else could make Velvet hate Artorias so much? I don't... So you have a truth, and Velvet has a truth. Now which is the real one, and which is the imitation? Tja. Ja, ich kann schon verstehen, dass sie es sich nicht vorstellen kann, weil Artorias sich überall immer als der geleckte, perfekte Typ darstellt. Ja, natürlich, natürlich. So, Talismünzen. Kamille haben wir hier gefunden. Also, ja, ich kann es wirklich verstehen, dass sie es nicht wahrhaben will. Sie kann es sich zum einen nicht wirklich vorstellen, dass es so ist. Und zum anderen entspricht das natürlich nicht dem Bild, wie Artorias sich allen präsentiert. Das kommt noch dazu. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Das kommt mir auf jeden Fall gerade erstmal unbekannt vor. Boah, wir haben unheimlich viele Katzgeister. Also hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber diese Höhle, ich bin wirklich mega happy, wenn wir hier endlich draußen sind, weil ich mich hier absolut nicht zurechtfinde. So, da kommen wir jetzt wieder nicht weiter. Auf der anderen Seite ist so eine Kerze. Das heißt, wir werden hier wohl irgendwie rum müssen. Da können wir was kaputt treten. Da sind aber nur Katzgeister hinter. So. Wo kommen wir hier hin? Oh, das ist aber auch ein Durcheinander hier. Ich wäre hier, wenn ich hier selber durch müsste, wäre ich absolut komplett hoffnungslos verloren, glaube ich. Okay, gut. Jetzt haben wir die hier. Gut, alles klar. Das war dann jetzt doch nicht so schwer. Das heißt, jetzt können wir wieder zurück. Jetzt haben wir damit diese eine Tür geöffnet. So. Jetzt nehmen wir die hier natürlich noch mit. Das ist ja klar. So. Hier, ne? Ja. You and Shigure both use the Rangetsu style.
But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses 2 distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single greatsword. But we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the greatsword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the greatsword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the greatsword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have 2 times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Stormquell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these 2 polar opposites want Is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Eieieiei. Ich finde das grandios, dass in diesem Spiel immer wieder so Nebenstories noch auftauchen. Wieder so Sachen, mit denen man gar nicht unbedingt gerechnet hätte. Ich finde das Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe viel über die Tales of Spiele vorher gehört. Und Fabi hat mir gesagt, dass das großartige Spiele seien. Aber ich habe nicht erwartet, dass es mich so flasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich so fesselt. Weil das hat schon lange kein Spiel mehr geschafft. So, jetzt kommen wir endlich da oben hin. So. Supi, ich hoffe, wir sind dann endlich im Hafen. So. Dann setzen wir hier natürlich noch einen Speicherpunkt. Bevor wir jetzt aber aufhören, möchte ich auf jeden Fall noch die Tür hier durch. Noch durch die Tür durch. So, wir sind in Katnixhafen. Wir haben es endlich durch diese fiese Höhle geschafft. Und hier ist direkt eine Katzkiste. Boah, 110, das war teuer. Wehe, da ist Müll drin. Tropfenohrring für links. Wollen wir mal schauen, wie der aussieht? Mode. Passt jetzt zu sie nicht so wirklich, ne? Wie wäre es bei ihr? Warum eigentlich nicht? Wie würde es bei ihr aussehen? Könnten wir ihr eigentlich auch verpassen hier. Die viereckige Brille wäre auch irgendwie lustig. Aber ihr sieht das irgendwie süß aus. Bei ihr ist das echt cute mit der einen Strähne. Was meint ihr? Soll ich ihr die Strähne mal geben? Also hier im Menü sieht es auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Es kann sein, dass ich nicht direkt in der nächsten Folge drauf eingehe, weil ich immer relativ, schon so gut wie möglich versuche, im Voraus aufzunehmen. Also ich fände die Strähne bei ihr tatsächlich ganz süß eigentlich. Was meint ihr denn? Soll ich die immer verpassen? Können wir ja mal schauen. So. Gut, hier haben wir noch eine Kiste. Tranquillo. Eine Schleife, die dem Träger hilft, ruhig und konzentriert zu bleiben. Da können wir gerade noch nicht rein.
So, ja, und da unten liegt dann unser nächster Stern. Da hinten sehe ich noch einen Speicherpunkt und da sehe ich auch Shigure stehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Danke euch an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss.